Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute soll es sich wieder einmal um ein Tutorial handeln. Und zwar ist der Hintergrund der, dass ich doch gelegentlich gefragt worden bin, wie stopfe ich meine Flakes. Jetzt gibt es manche, die sagen halt, ja, Flakes kann man nur auf die eine Art und Weise stopfen. Andere sagen wiederum, Flakes kann man nur auf diese Art und Weise stopfen. Und ich muss halt ehrlich sagen, völliger Mumpitz. Es gibt keine festgeschriebene Art und Weise, wie man Flakes stopfen kann. Erlaubt es, was gefällt, erlaubt es, was schmeckt. Und von daher möchte ich euch heute einmal vorstellen, auf welche 4 verschiedene Methoden ich meine Flake-Tabake stopfe und hoffe, dass dies dem einen oder anderen dann vielleicht doch eine Erleichterung sein wird und eine Hilfe, selbst mit dem Flake-Rauchen anzufangen. Von daher würde ich sagen, viel Spaß mit dem Tutorial und wir sehen uns gleich zu den einzelnen Abschnitten. Beginnen werde ich mit diesem Tabak hier. Es ist der Choo Choo Train aus dem Hause Daan Tobacco. Diesen Tabak werde ich als Ready Rubbed aufbereiten. Einfach vor dem Hintergrund, dass der Choo Choo Train an sich recht schwer aus der Dose herauszubekommen ist. Es ist ja nun mal ein großes Band, das man herausrupfen kann. Und stopfen werde ich den Tabak schließlich in diese Pfeife hier. Das ist eine Crown Viking von Paul Winslow. Und zwar eine 8-Panel-Pot, die ja schon gelegentlich in meinen Videos zu sehen war. Und von daher gehen wir jetzt an die Stopftechnik. So, zur Erinnerung nochmal, so kommt der Tabak in der Dose daher. Es ist wirklich ein grob eingelassenes Band und der Tabak selbst lässt sich, wie man hier sehen kann, nur sehr, sehr schwer an einem Stück entnehmen. Von daher empfehle ich hier, die Pfeife entsprechend vorzubereiten. Nach meiner Methode grundsätzlich halt mit einem Pfeifenreiniger, den ich bis in die Brennkammer hineinführe. Und nun geht man halt einfach daher, nimmt sich aus der Dose entsprechend die Menge Tabak, die man jetzt in die Pfeife einbringen möchte. Den rupft man hier einfach nur locker heraus. Jetzt nehme ich den Tabak in die Hand, reibe ihn ein wenig und habe letztendlich hier ein schönes, kleines, handliches Tabakpaket. Dies kann man zu einer kleinen Kugel oder zu einer kleinen Wurst formen. Bequem in die Pfeife hineindrehen. Etwas andrücken. Und es ist immer noch ein bisschen Platz. Also ruhig wieder ein bisschen Tabak nehmen. Wieder zu einer kleinen Kugel in der Hand formen. Locker oben aufgeben, sachte andrücken und schon ist der Choo Choo Train in die Pfeife als Ready Rubbed eingebracht und kann auch ganz normal wie ein Ready Rubbed aufgeraucht werden. Dies war die erste Methode, Aufreiben zum Ready Rubbed. Gehen wir über zur zweiten Methode. Kommen wir nun zur zweiten Methode. Die zweite Methode, die ich den Flake Tabak rauche, ist, indem ich wirklich eine richtige Kugel forme und dies hat unterschiedliche Gründe. Das kann zum einen natürlich auch der Tabak sein, wie eben im Vorfeld schon der Choo Choo Train, dass der Tabak eben nicht als gänzlicher Flake zu entnehmen ist. Man kann ihn entsprechend als Ready Rubbed aufreiben und wie ein Ready Rubbed einbringen. Das können kleine Kugeln sein, das kann aber auch der lose aufgeriebene Tabak sein. Oder aber, und das ist vor allem hier bei dem Veo Larsen 32 Curly Cut der Fall, hier bietet es sich an, den Tabak so wie er ist aus der Dose zu nehmen, eine große Kugel zu formen, in die Pfeife einzubringen und entsprechend zu rauchen. Und das werde ich euch jetzt im nächsten Schritt zeigen. So, nun geht es darum, den Veo Larsen 32 Curly Cut, der kommt ja hier in diesen kleinen Scheiben daher, in die Pfeife einzubringen.
Ausgewählt habe ich hierfür eine Stanwell Rhodesian. Auch hier wieder vorbereitet für meine Stopfmethode. Einfach Pfeifenreiniger durch das Zugloch einführen. Man kann es ja hier in der Brennkammer auch sehen. Und die Frage ist halt, wenn wir uns diesen Curly Cut anschauen, das sind ja so kleine, nahezu quadratische Scheiben. Knick- und Faltmethode kann man zwar anwenden, aber ist aus meiner Hinsicht doch ein bisschen unglücklich. Daher empfehle ich eigentlich eher, den Tabak zu nehmen, wie er ist. Ich lege die Pfeife mal kurz beiseite. Und jetzt hieraus einfach locker eine Kugel zu formen. Richtig schönes, kleines Tabakpaket. Die Kugel bringe ich einfach nur in die Pfeife ein, drehe sie förmlich rein. Und im Grunde genommen war es das schon. Ihr seht es ja hier, die Kugel ist drin. Ihr könnt jetzt noch so ein paar Tabakkrümel nehmen, das würde ich auch empfehlen. Diese einfach richtig klein reiben, oben drauflegen. Und schon ist die Pfeife entsprechend fertig gestopft. Kann dann zusammengesetzt und unter Feuer genommen werden. Kommen wir also nun zur dritten Methode. So, Methode Nummer 3. Diesmal geht es darum, diesen Tabak hier in die Pfeife einzubringen. Das ist der Criswell Mellow Navy Cut. Und als Pfeife hatte ich mir passend hierzu die Criswell 8-Panel Potch von Paul Winslow ausgesucht. Und auch hier geht es halt eben darum, einen Flake-Tabak in die Pfeife einzubringen. Ausgewählt oder beziehungsweise entschieden habe ich mich in diesem Fall für die berühmte Knick- und Faltmethode. Und die werde ich euch jetzt ein wenig näher bringen. So, ready for action. Hier ist nochmal der Tabak, den wir jetzt in die Pfeife hier einbringen werden. Ich habe den Tabak, da es hier ein bisschen schwierig ist, bereits im Vorfeld mit dem Messer vorsichtig aus der Dose gelöst. Dann haben wir hier so eine Flake-Scheibe. Und um diese jetzt zu falten und zu knicken, beziehungsweise zu knicken und zu falten, schaue ich halt immer nach, wie groß ist die Flake-Scheibe im Verhältnis zum Kopf. Wir können ja sehen, die Flake-Scheibe ist um einiges höher und natürlich auch um einiges dicker. Ich habe mir einfach angewöhnt, die Flake-Scheibe im Groben, in dem Fall, weil sie so breit ist, zweimal in der Mitte zu falten. Dann kriege ich hier so eine längliche Wurst. Und dann knicke ich diese in der Mitte nochmal ein. In dem Fall, weil die Pfeife nicht ganz so hoch ist, noch ein zweites Mal. Und bekomme letzten Endes durch das Knicken und Falten ein kleines Tabakpaket. Und das drehe ich jetzt einfach nur vorsichtig, immer mal so ein bisschen andrücken, in die Pfeife rein. Den überstehenden Tabak drehe ich ebenfalls noch an, sodass eine mehr oder weniger ebene Oberfläche entsteht. Und das war's schon. Tabak geknickt, gefaltet, in die Pfeife eingedreht. Ihr seht hier auch hier im Vorfeld wieder nach meiner Methode vorbereitet. Hinten nur noch Reiniger raus, Filterpatrone rein. Und schon ist die Pfeife fertig für den anstehenden Rauchgenuss. Kommen wir also zur vierten und aus meiner Sicht letzten Methode. Beim vierten und bei der letzten Methode möchte ich diesen Tabak hier, den HU Tobacco Dog Worker, in diese Pfeife einbringen. Die Pfeife ist, wie man unschwer erkennen kann, eine Stanwell Calabash.
Das Füllvolumen ist ja, knapp mittel, konisch gebohrt. Und der Tabak selbst ist halt ein Flake-Tabak, den man entsprechend auch entweder aufgerieben in der Knick- und Faltmethode oder zur Kugel geformt einbringen kann. Aufgrund der Art der Pfeife, wie gesagt, hier ist sie nochmal, habe ich mich jedoch dazu entschlossen, den Tabak gewürfelt einzubringen. Und wie das vonstatten geht, zeige ich euch jetzt. So, wie ihr seht, frei nach Jean Pütz, ich habe schon etwas vorbereitet. Ich habe insgesamt einen halben Flake nur entnommen, da ich wie gesagt weiß, dass das Füllvolumen nicht ganz so groß ist. Der Flake wird sich auf jeden Fall aufbäumen vom Tabak her, das heißt, er braucht Platz in der Pfeife und eine komplette Flake-Scheibe, die doppelt so breit ist wie dieses Stück hier, wäre für die Stanwell Calabash einfach zu viel. Daher, ich lege die Pfeife kurz zur Seite, gehe ich einfach nur daher, schneide den Tabak einmal längs und schließlich einmal quer. Ganz grob zu einem Cube Cut. Die Tabakwürfel müssen jetzt nicht unbedingt symmetrisch sein, sie müssen nicht die gleiche Größe haben. Probiert es einfach mal aus, wie sie euch am besten behagen. Die einen mögen die Würfelchen ein bisschen größer, die anderen ein bisschen kleiner. Mir persönlich ist es egal. Jetzt nehme ich einfach die Pfeife, lasse die Würfelchen mehr oder weniger nur noch in die Pfeife reinfallen. Drücke sie leicht an und merke in dem Fall sogar, ich hätte einen kompletten Flake nehmen können. Das heißt, ich werde jetzt die zweite Hälfte auch noch entnehmen, werde nach der gleichen Weise verfahren, im Würfelschneiden in die Pfeife einbringen, oben leicht andrücken und das war's. Das war die vierte Methode, der Cube Cut. So, und da bin ich jetzt abschließend nochmal. Jetzt habt ihr ja meine 4 Methoden gesehen, wie ich einen Flake-Tabak entsprechend für die Pfeife vorbereite. Aufreiben, zu einer Kugel formen, Knick- und Faltmethode oder eben letzten Endes den Flake-Tabak, so wie er ist, würfeln, in Cube Cuts schneiden, in die Pfeife einrieseln lassen und oben leicht andrücken. Es ist also alles keine große Hexerei und ich möchte es noch einmal betonen, es gibt keine einzige festgeschriebene Methode, wie man einen Flake rauchen kann oder sollte. Es ist letzten Endes wirklich an jedem selbst überlassen. Dies sind die 4 Methoden, die ich entsprechend schon seit Jahren verwende. Und ich verwende auch durchaus für den gleichen Tabak verschiedene Methoden. Und ich kann auch euch wirklich nur empfehlen, probiert sie einfach mal aus. Nehmt euch euren Flake-Tabak vor und findet für euch persönlich heraus, wie er euch in welcher Art und Weise aus welcher Pfeife am besten schmeckt. Es ist ja durchaus möglich, dass euch der Flake-Tabak zum Beispiel in der Knick- und Faltmethode in einer Pfeife Nummer A am besten schmeckt, aber ihr merkt, dass er in Pfeife B vielleicht dann doch nur als Cube Cut schmeckt. Oder aber ihr stellt einfach fest, der Tabak ist so schwer aus der Dose zu entnehmen, ihr bekommt keinen kompletten Flake raus, sondern er zerfasert von vornherein. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, reibt ihr ihn komplett auf und bringt ihn als Ready Rub Mixture ein oder formt ihr ihn zu einer Kugel in der Hand und bringt ihn als Kugel ein. Ihr habt die Qual der Wahl und von daher scheut euch nicht davor, Flake-Tabak zu rauchen. Wie ihr seht, es ist nicht sonderlich schwierig. Ihr habt mehrere Methoden, um ans Ziel zu kommen. Und letztendlich zählt nur eins, das ist der Genuss. Von daher danke ich euch schon wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch nun viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns wieder auf meinem Kanal hier, bleibt mir gewogen, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.